So, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zur nächsten Folge der Reihe Ober erklärt Wetter und Klima. Welcome to the next issue of Weather and Climate Explained. And if you want to go directly to the English version, please press the link in the video description. Thank you. So, wir haben in der letzten Folge über die exakt gleichzeitige Wetterbeobachtung gesprochen. Na gut, es kommt nicht so drauf an, es muss nicht die gleiche Sekunde sein, es müssen nicht die gleichen 10 Minuten sein, aber im Prinzip sollte das schon so innerhalb von 10 Minuten sein, damit man das Wetter auf der ganzen Welt vergleichen kann. Das ist für die Wettervorhersage gedacht. Wenn man jetzt aber zum Beispiel wissen möchte, wie das Klima ist, ja, zum Beispiel, dass es in Tropen wärmer ist als bei uns oder dass es am Pol kälter ist als bei uns und wie die Höchsttemperaturen und die Tiefstemperaturen in Amerika sind, verglichen mit Europa oder Afrika, dann bringt das nichts, das zur gleichen Sekunde auf der ganzen Welt zu beobachten. Denn wenn wir jetzt hier zum Beispiel in Europa um 1 Uhr nachts beobachten, ist es in Japan von mir aus 10 Uhr morgens vielleicht oder 11 Uhr, keine Ahnung. Und dann herrschen natürlich ganz andere Sonneneinstrahlung, herrscht dann eine ganz andere Sonneneinstrahlung, ist es wärmer schon und so weiter. Und deswegen hat man sich schon 1780 schon überlegt, dass man da doch zur gleichen Tageszeit beobachten müsste, zum gleichen Sonnenstand. Und man hat die sogenannten Mannheimer Stunden eingeführt. Warum heißen die nur Mannheimer Stunden? Es gibt eine Gesellschaft, die Pfälzische Meteorologische Gesellschaft, die vom Kurfürsten Karl Theodor 1780 gegründet wurde. Der saß in Mannheim und auch da gab es dann auch ein Observatorium. Das steht heute übrigens noch. Ich blende mal so ein Bild ein an dieser Stelle. Das habe ich mal selber fotografiert. Ich hoffe, ich habe es noch. Ansonsten gibt es das aus Wikipedia. Und ja, da wurden dann die Mannheimer Stunden festgelegt. Was ist das? Da beobachtet man einmal morgens, einmal mittags und einmal abends. Eigentlich müsste man auch noch nachts beobachten, aber da schlafen die Leute, dass man gesagt hat, okay, 7 Uhr morgens, 14 Uhr mittags und 21 Uhr abends. Und zwar mittlere Ortszeit. Das heißt genau nach dem Sonnenstand. Na, man beobachtet also das Wetter zur gleichen Tageszeit und nicht etwa, wie in dem Fall vorher, wirklich zur gleichen Sekunde überall auf der Welt, sondern zur gleichen Tageszeit. Das heißt, man beobachtet in London um 7 Uhr Ortszeit, da liegt es auf 0 Grad, ne? London liegt auf dem Greenwich Längengrad und deswegen wird da um 7 Uhr beobachtet. In Wales, das weiter westlich liegt, wird dann nicht mehr um 7 Uhr beobachtet, weil die Sonne ja eine gewisse Zeit braucht, um dahin zu kommen. So ist zum Beispiel jetzt hier die mitteleuropäische Zeit verknüpft mit den 15 Grad Ost. Das heißt, auf 15 Grad östlicher Länge wird wirklich um 7 Uhr mittlerer Ortszeit beobachtet. Nun sind wir aber schon in Würzburg bei 10 Grad Ost nur noch. Das heißt, da wird dann nicht mehr um 7 Uhr beobachtet, sondern um 7:20 Uhr. Mittlere Ortszeit, weil die Sonne ja zwischen 15 Grad Ost und 10 Grad Ost genau 20 Minuten braucht. Ne? Bei 5 Grad Ost ist es dann nach 40 Minuten und bei 0 Grad Ost dann nach einer Stunde. Na, so ist das ja definiert. Alle 15 Grad Länge ist die Uhrzeit genau eine Stunde, differiert die Uhrzeit genau um eine Stunde, sodass man also zum Beispiel jetzt hier im Kölner Raum, wo wir bei vielleicht 7,5 Grad östlicher Länge sind, 7, 8 Grad, keine Ahnung, wie es genau ist, da beobachtet man dann halt um 7:30 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Das ist 7 Uhr mittlere Ortszeit. Und wenn man auf der ganzen Welt um 7 Uhr morgens beobachtet, um 14 Uhr mittags beobachtet, um 21 Uhr abends beobachtet, und zwar nach der mittleren Ortszeit, nach dem Sonnenstand, dann kann man die Daten genau vergleichen und sagen, wo ist es denn jetzt im klimatischen Mittel wärmer? Ist es zum Beispiel in China wärmer, das ja auch so vielleicht auf 50 Grad Nord liegt, als in Europa?
Oder ist es in China wärmer als in Italien? Ja, ist es in Deutschland wärmer als im Kongo oder kälter? Und das kann man halt nur machen, wenn man genau zur gleichen Tageszeit beobachtet. Das sind die sogenannten Mannheimer Stunden. Übrigens wurde diese Societas Meteorologica Palatina, das heißt Pfälzische Meteorologische Gesellschaft auf Deutsch, von Johann Jakob Hemmer geleitet, und der hat damals schon ein Messnetz gehabt. Diese Gesellschaft gab es leider nur 15 Jahre. Dann kamen die Napoleonischen Kriege und die Unruhen in Frankreich, und dann ist das alles mehr oder weniger kaputt gegangen. Aber die Uhrzeit gibt es immer noch, die Mannheimer Stunden, 7, 14, 21 Uhr. Und der hatte also Johann Jakob Hemmer ein Wettermessnetz, das ging von Neuengland, also von Amerika, Island, Europa bis hin zum Ural. Da konnte man dann also schön vergleichen, und er hat also alle Stationen mit den gleichen Beobachtungsinstrumenten ausgestattet. Das war also sehr fortschrittlich im Prinzip schon, und die dann auch an der gleichen Stelle gefertigt wurden. Das heißt, die wurden alle wahrscheinlich in Mannheim oder irgendwo in der Nähe gefertigt und dann verschifft meistens damals. Und und das war halt, so sind die Mannheimer Stunden entstanden. Den Namen gibt es immer noch. Und es gibt sogar noch einige Stationen, die seitdem ununterbrochen beobachten. Die haben also eine besonders lange Klimareihe. Zum Beispiel in Europa gibt es dann so Stationen in Holland, Belgien, Amsterdam, de Bildja, in Wien, in Basel, Zürich oder Basel ist es, glaube ich. Und da gibt es lange Temperaturreihen. Auch Berlin ist relativ lange dabei. Da gibt es lange Temperaturreihen, wo man dann also auch klimatologische Beobachtungen über lange Jahre hat und über Klimaveränderungen sich informieren kann. Das war, wie gesagt, Johann Jakob Hemmer, und das waren die Mannheimer Stunden. Ja, und das war die heutige Folge. Ich wünsche euch alles Gute. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Tschüss und Bye-bye. Bis zur nächsten Folge. Euer Norbert vom Kanal Oberspielt. So, and now we are here in the English version. This is the second video of weather observation. We heard in the last video about the weather observation at the same second, at the same minute, at the same time, 10 minutes in the world, all over the world, to feed the computer models. And now we want to observe the weather because of comparing the climate between Europe, America, Africa, and Asia, and wherever. So then you need to observe the weather at the same hour of the day, at the same sun position, to compare it. It is not useful to observe at 0 UTC for climate purposes, because then in England it is midnight, and somewhere in the Pacific it is high noon, and in the Pacific coast of the USA it is perhaps afternoon or evening. That is very different. So already in 1780, in the year 1780, the so-called Societas Meteorologica Palatina, this is the meteorological society of Palatine. Karl Theodor of Palatina did make these societas in 1780, and this societas, this meteorological organization, lasted from 1780 to 1795, and the boss, the leader, was Johann Jakob Hemmer. That is a German monk, has been a monk, a meteorologist, a geophysicalist, or whatever. So, and he decided that we observe the weather at 7 o'clock, 14 o'clock, and 21 o'clock, or AM, PM, 7 AM, 2 PM, and 9 PM. And
These are this is the sun. This is a time that depends on the position of the sun, not on the time we have on the clock. For example, in London, you are at 0 degrees longitude, and you observe at 7 o'clock the weather here for the climatic purposes. In Wales and Ireland, that is perhaps about 5 degrees west. You do not observe at 7 o'clock English British time, but you have to wait until the sun is in the same position. That is 20 minutes later, because it is 5 degrees west. Or the mean European time is connected to the 50 degrees east. There at 50 degrees eastern longitude, you observe at 7 o'clock the time you have on the watch. But when you observe, for example, here in the near of Cologne, that is 7 or 8 degrees west, you have to wait half an hour to observe the weather. So you can you observe the weather at the same time compared to the position of the sun over the whole world, not in the same second, but on the same daytime at 7, 14 and 21, or 7 a.m. to p.m. and 9 p.m. And then you can compare. You can compare temperature and whatever you observe at 14 or 2 p.m. all over the world, and you can make climatological comparison between these values. You can, for example, now say that it is colder or warmer in Africa than in Europe. Or is it in China warmer than in Europe, or colder? What is with America on 50 degrees north? Is it the same temperature as 50 degrees north in Europe, or another temperature? And you need to observe at the same position of the sun. These are called the Mannheim hours. Yeah, and these Mannheim hours, the name comes of course from the Meteorological Society of the Palatinate, because the capital was Mannheim. And I show you a photo here of the observation tower there, and this was founded in 1780, and the leader was Johann Jakob Hermann, and founded by Karl Theodor until 1795. Then big trouble came with France, with the Napoleon, and there were several wars, and all was finished and was not observed anymore. But the station, they had stations in New England states, that is now USA, they had stations in Greenland, they had stations in Europe, up to the Ural Mountains in Russia, and so they could compare the weather and the climate. And some stations still observe since 1780, or since the end of the 18th century until now. So we have a very big and nice database and can see how the temperature, how the climate changed. This was founded by the Societas Meteorologica Palatina in the year 1780, and yeah, that was it. That was our video of the Mannheim hours, and I will repeat a bit: 7 a.m., 2 p.m., 9 p.m. and so we can compare the weather for climatic purposes. I thank you for watching this video, and we will see us in the next video. Bye bye.